Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Heute reden wir einmal über die Nekromantenverbesserung. Er wird angepasst. Die erste Beta-Testphase ist ja nun bereits durch und jetzt läuft bald die zweite an und der Necromancer wird um einiges stärker gemacht. Ich zeige euch gleich genau, was alles stärker gemacht wird und wir gucken noch mal ganz kurz auf die Fusionsserver, denn F3 ist jetzt soweit auch durch, das waren ja die Italien-Server. F4 steht auch schon in den Startlöchern, wird in 6 Tagen und 8 Stunden 30 online gehen, zum Zeitpunkt, wo ich gerade aufnehme. Ich nehme gerade, warte mal, das können wir ja hier auch gleich mal, ich nehme ja, um 7:30 Uhr auf. Wir haben es gerade nach einem Kochstream gestern oder heute mit Chris zusammen und deswegen ja, könnte es auch sein, dass ich ein bisschen müde rüberkomme. Das bitte ich auf jeden Fall zu entschuldigen, aber das Video musste ja auf jeden Fall noch sein, damit ich nachher in Ruhe schlafen kann. Und ja, F5 steht sogar auch schon an. Ich glaube, das wurde noch gar nicht so angekündigt, weil welche Welten dort zusammengefügt werden sollen. Aber auf jeden Fall ist hier schon der Timer auf jeden Fall am Start. F4 waren ja, glaube ich, so, ich glaube Griechenland und noch irgendwer, ne? Also das stand ja hier auch, glaube ich, schon im Forum. Ja, genau, für die Fusionswelt 4. Ja, da haben wir hier verschiedene, so Portugal, Griechenland, Türkei haben wir hier. Aber für die 5. Welt ist, glaube ich, soweit noch nichts angekündigt. Und ja, deswegen gucken wir jetzt zuallererst mal über den überarbeiteten Nekromanten. Ja, unsere nächste Nekromanten-Beta startet am Mittwoch um 16 Uhr. Ihr habt dann die Gelegenheit, die überarbeitete Nekromanten-Klasse zu testen. Mehr Details blub dazu. Und da wurde einiges geändert. Ich gehe mal davon aus, er wird jetzt um einiges stärker werden und ja, vielleicht ist er jetzt einigermaßen balanced. Wer weiß das schon, es könnte natürlich noch dauern, bis er komplett ausgereift ist. Neue Features, überarbeitete testbare Klasse der Nekromant, Grafiken, Animationen und Sounds sind nicht final, ne? Lebensfaktor war 2, ist nun auf 4, maximale Schadensreduktion durch Rüstung war 10%, ist nun auf 20%, das ist auch sehr nice, 10% hatte er genauso viel wie der Magier, also ist sehr verwundbar. Rüstungsfaktor war 100%, ist jetzt bei 200, Schadensfaktor war bei 100%, wurde jetzt ein bisschen genervt tatsächlich. Dafür wurden die anderen Sachen um einiges erhöht. Schergen greifen jetzt nach der Beschwörung direkt an. Das ist halt ein großer Vorteil und das war auch ein großer Kritikpunkt am Nekromanten. Der hat seine Fähigkeit beschworen, hatte dafür eine Runde gebraucht, dann war der Gegner dran. So, und dann erst in der nächsten Runde fingen die Gegner bzw. die beschworenen Sachen halt eben an zu wirken. Das heißt, man hat eine Runde alleine fürs Beschwören gebraucht und in so einem schnellen Game wie Shakes and Fidget, wo halt die PvP-Kämpfe so schnell vorbei sind, ist halt eine Runde, ist dann schon fast GG, bis der seine Fähigkeiten irgendwann mal aufgebaut hat, dann hat der Gegner ihn schon in Grund und Boden dann gebasht, so, ne? Also das ist auf jeden Fall ein großer Kritikpunkt gewesen. Jagdhund, Schadensfaktor war 0%, ist jetzt bei 25%, also wird noch stärker, auf jeden Fall. Oh, tut mir leid, aber es ist wirklich schon gerade sehr spät. Blieb zuvor nur für eine Runde im Kampf, bleibt jetzt 2 Runden da. Dann das Skelett, Schadensfaktor war 75%, ist jetzt bei 100%. Blieb zuvor nur für 2 Runden im Kampf, bleibt jetzt für 3 Runden da. Und das gleiche auch beim Golem. Ja, Schadensfaktor war minus 25%, ist jetzt 0%. Blieb zuvor nur für 3 Runden im Kampf und jetzt bleibt er für 4 Runden da und hat eine Blockchance von 25, jetzt 35%, 10% erhöht. Und die ganzen Runden, die gehen jetzt eine Runde länger, wie ihr vielleicht gesehen habt, jeweils. Und das fand ich ganz spannend, weil der Nekromant ja, hat dadurch eigentlich fast gar nicht mehr die Möglichkeit, eine zweite Fähigkeit nochmal zu beschwören. Also es entscheidet sich zwischen Jagdhund, Skelett und Golem und zwischen den dreien ist dann wahrscheinlich für die Runde, wo ihr dann gegen denjenigen kämpft, ist es dann final, weil es nicht nochmal oder es höchstwahrscheinlich nicht nochmal vorkommt, dass man 4 Runden danach nochmal irgendwas beschwört oder hier nach 3 Runden nochmal irgendwas beschwört oder so,
Ne, beim Jagdhund könnte es vielleicht sein, dass man nochmal eine neue Runde startet. Allerdings, wenn der halt auch reinkrittet, dann ist es für den Gegner halt auch ziemlich schwierig, dann noch zu überleben. Also es wird schwieriger gemacht, nochmal eine andere Fähigkeit zu beschwören, was ich gar nicht so verkehrt finde. Man, ja, je nachdem, was denn halt prockt von den 3 Fähigkeiten, mit der kämpft man dann halt gegen die andere Klasse. Ne? Das ist halt das Ding. Und ja, ansonsten hätte sich zum damaligen Zeitpunkt die Fähigkeit wieder aufbauen müssen. So, das ist natürlich jetzt nicht mehr der Fall, weil das wegfällt. Aber ja, finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt, dass man denn für eine Fähigkeit denn in der Runde committed ist, mehr oder weniger. Interaktion mit anderen Klassen. Der Nekromant erhält nun mehr Schaden durch den Arkan-Kometen des Kampfmagiers, war 10%, ist nun 20%. Ja, finde ich persönlich ganz gut. So kann man machen. Nur Liebe für den Battle Mage. Der kann viel mehr Buffs gebrauchen. So, also nee, die Klasse ist schon sehr in Ordnung. Der Nekromant macht jetzt gegen Dämonenjäger 10% mehr Schaden. Ja. Und der Testraum beträgt 7 Tage. Ne? Werden wir auf jeden Fall mal wieder reinschauen. Vom 18.10. bis zum 25.10. das Ganze. Und ja, werden wir definitiv mal gucken. Und werde euch da natürlich auch wieder auf den Laufenden halten, wenn es denn nachher so weit ist. So, dann gehen wir mal kurz auf f3.de. Gucken wir uns mal an, was hier die ja, gemergten Server so machen. Wir wollten da ja immer mal raufschauen auf die neuen gemergten Server. Es tut mir wirklich leid, ich bin schon wirklich sehr, 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 sehr müde. Ich bitte das zu entschuldigen. Ja, da haben wir hier auf jeden Fall Earth, Wind and Fire. Die Gilde kennt man ganz, ganz doll von der IHOF. Earth, Wind and Fire. Wo sind die hier? Ja, wo sind die jetzt? Hier ist die Frage. Ne? Earth, Wind and Fire. Die waren hier auf jeden Fall irgendwo. Ich sehe sie jetzt gerade nicht mehr. Mensch, das gibt's doch nicht. Auf jeden Fall kenne ich die durch die IHOF, den Namen. Der kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. F3 Starter Guild. Ja, sehr gut. Naja, da gehen wir doch mal rein, oder? Okay, anscheinend sind hier schon ein paar Leute drin. Seit ein paar Tagen hier in der F3 Starter Guild. Wir gucken uns mal ganz kurz die besten Listen an. Wir haben hier knapp 200.000 Spieler. Okay, für die Anzahl an Servern, die gemerged worden sind, ist es tatsächlich noch relativ wenig. Aber ich glaube, die ganzen italienischen Server, die sind sowieso relativ inaktiv gewesen. Der Merge zwischen diesen italienischen Gruppierungen bzw. Servern ist ein bisschen umstritten, weil zwischen dem allerersten italienischen Server und dem letzten italienischen Server, der rauskam, ganze geschlagene 9 Jahre Spielzeit liegt. Das heißt, Leute, die auf dem letzten italienischen Server gestartet haben und dort Erster waren, haben jetzt überhaupt gar keine Chance mehr Erster zu werden, weil die mit Leuten gemerged worden sind vom ersten italienischen Server, die 9 Jahre quasi Vorsprung haben. Und deswegen wird das Ganze so ein bisschen kritisch auch beobachtet, weil die Server ja wirklich so ein bisschen nach Inaktivität halt gemerged werden, bis zu einem gewissen Grad. Da jetzt aber der Grad fast hier gar keine Rolle spielt, sondern wirklich 9 Jahre dazwischen sind und trotzdem gemerged werden, ist das natürlich nicht so cool für die Leute auf dem neuesten Server, weil die gegen die anderen natürlich überhaupt gar keine Chance haben. Ne? Auf der anderen Seite, gut kann man sagen, ja, die alten Server waren inaktiv, die neuen sind vielleicht auch nicht so inaktiv, wird alles zusammengetan, beziehungsweise wird halt eben alles, was jetzt zum Beispiel italienisch ist, wird jetzt alles in einen Megaserver gehauen. Warum sollten wir jetzt noch einen italienischen Server überlassen oder so? Würde ja auch keinen Sinn machen, deswegen kann ich schon irgendwo nachvollziehen, die Entscheidung, aber es ist halt eben auch für viele Leute auch ziemlich belastend, dass halt eben so ein, jetzt so neue Server mit alten Servern zusammengetan werden und das kann schon, durchaus deprimierend sein. Allerdings würde ich dann doch eher eine schlechtere, Rangordnung bevorzugen, als auf Platz 1 auf einem inaktiven Server zu spielen. Ne? Also es bringt dir nichts, auf einem inaktiven Server Platz 1 zu sein.
dann bin ich lieber Platz 100 auf einem aktiven Server. So würde ich dann lieber machen, also würde ich besser finden auf jeden Fall. Ja, das hier so ein bisschen der erste Einblick so in den neuen Fusions-Server. So sieht das Ganze aus hier, das ist die Ehrenhalle. Und wenn es euch gefallen hat, dann würde es mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr eine Bewertung, Kommentar dazu da lasst. Ich bedanke mich auch für den kranken Support die letzten Tage auf jeden Fall auch wieder. Das weiß ich auch sehr zu schätzen. Bitte, wie gesagt, entschuldigt mir nochmal, dass ich so müde bin, aber es ist halt wirklich, ja, wollte das Video jetzt noch fertig machen, bevor ich da nachher pennen gehe. Ansonsten wäre jetzt um 15 Uhr kein Video gekommen und deswegen muss das auf jeden Fall sein. Das war es soweit von mir. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.